So, heute geht es um den Krötenzaun. Die Amphibien fangen jetzt an zu wandern und ich möchte euch ein paar Tipps geben, wie man erfolgreich einen Krötenzaun baut. Wenn ihr sowas machen möchtet, wendet euch an eine Naturschutzgruppe oder an die untere Landschaftsbehörde eurer Stadt und schlagt einfach vor, wo ihr gerne einen Krötenzaun einrichten wollt. Wichtig ist, das ist das oberste Gebot, dass jeden Tag jemand da ist, der in den Eimern nach den Tieren schauen kann, um die Tiere dann zum Laichgewässer zu bringen. Das sind die Stangen. Hier ist so ein kleiner Kringel, wie so ein Schweinchenkringel. Und da wird diese Schnur eingesteckt und zwar so. So kann die nicht entwischen. Und ich mache das immer so, dass ich den Zaun hier links und rechts nochmal mit der Wäscheklammer fixiere. Und dann ist das ein idealer Schutz, dass die Tiere nicht drüber kommen und auch, dass der Wind es nicht wegfegt. So, die wichtigsten Tipps und Tricks oder was viele auch falsch machen am Krötenzaun ist, die stellen den gerade auf. Das ist jetzt zum Beispiel, das ist doof. Hier können nämlich Molche hochklettern, hier rüber kommen. Das bringt uns allen nichts. Deshalb sollte so ein Zaun auch immer schräg gebaut werden. Seht ihr das? Sobald es schräg ist, können die Tiere nicht diesen Zaun hochklettern. Und dabei kann man entweder ihn von vornherein mit einer langen Stange schräg anbauen, wenn man hier so einen Hang hat wie jetzt, oder man biegt einfach die Stangen um. Seht ihr das? So können die Frösche hier nicht hochhüpfen und die Molche nicht hochklettern. Wenn hier so ein Hügel ist, dann schafft natürlich ein Frosch auch darüber zu kommen. Deshalb sollte man das so ein bisschen abwägen können, wo es notwendig ist und wo nicht. So, zweiter Trick. Der Krötenzaun sollte mit einem Spaten, macht man quasi eine Rinne, wackelt hin und her und stopft mit den Handschuhen oder mit einem feinen, vorsichtigen Stock den Zaun in die Rinne und tretet die Rinne zu. Das ist ganz wichtig, damit der Zaun auch hält. Weil stellt euch vor, die ganzen Stürme von der letzten Zeit, die sorgen auch dafür, dass so ein Zaun auch wegfliegt. Ne? Und deshalb immer ein bisschen festmachen. Wenn nicht die Möglichkeit besteht, den irgendwo einzubuddeln, weil zu viel Steine im Boden sind, dann kann man auch Erde nehmen und den Zaun umlappen. Also der Zaun ist hier quasi umgelappt und hier drauf wurde ein bisschen Erde drauf gebuddelt. Da können die Tiere sich auch nicht so leicht einfach durch verstecken. Wenn ihr die Eimer eingräbt, dann achtet bitte drauf, dass A, ein Stock im Eimer ist. Warum? Wenn eine Maus oder ein Käfer hineinfällt und da kommen dann 10, 20 Kröten, dann machen die Maus oder den Käfer platt, der stirbt dann. Und das ist unnötig. Eine Maus kann sogar verhungern, weil die innerhalb von ein paar Minuten oder eine Stunde kein Futter mehr kriegt und dann wirklich eingeht. Deshalb unbedingt einen Stock reinmachen, dass die Tiere wieder rauskommen und einen Schwamm. Warum braucht man denn einen Schwamm im Amphibienzauneimer? Genau, weil die Schwämme, dadurch, dass die nass sind, dazu beitragen, dass die Tiere da drinnen nicht austrocknen. Stellt euch vor, wir haben eine Nacht, es ist 20 Grad, es ist kein Regen und da sind Tiere drin. Die können einfach austrocknen, ja? Und mit einem Schwamm passiert das nicht. Regelmäßig ab und zu mal durchgehen mit einer Flasche Wasser und nass machen, dann kann auch nichts schief gehen. Und deshalb wirklich ein Tipp, investiert ein bisschen Geld und holt euch ganz, ganz viele Wäscheklammern. Wenn ihr den Zaun einfach so festmacht, ja, ohne Wäscheklammern, schaut mal, was passiert. Zwischendurch oder mit Draht ein bisschen zwischendurch festmacht, dann überlappt der so ein bisschen. Der wird so ein bisschen, ne, der überlappt. Und an diesen überlappten Stellen kommen die Molche und auch Frösche einfach gut hoch. Also einfach drum wickeln, mit Wäscheklammern festmachen. Es ist ein bisschen mehr Arbeit als sonst, aber es ist viel effektiver, als wenn ihr den Zaun ohne Wäscheklammern nutzt. Da bringt dieses Spannen auch nichts mehr. Mit den Wäscheklammern ist der ideal gespannt. Schaut euch das mal an. Und wir haben viele, viele Wäscheklammern benutzt. Aber die sorgen wirklich dafür, dass der Zaun durch Wind und Wetter einfach zusammenhält und stramm bleibt. Wenn ihr so einen Krötenzaun habt, solltet ihr eins ganz, ganz wichtig beachten. Schaut mal, ich habe hier einen Zettel gemacht. Da steht auf dem Zettel drauf,
dass bitte niemand an die Tiere dran geht. Und da steht auch meine Nummer noch drauf. Die wird jetzt natürlich für euch extra ausgeblendet, damit ich keine Telefonterroristen bekomme. Ja, und das ist halt wichtig, dass andere Bescheid wissen, dass ihr diesen Krötenzaun unterstützt, dass ihr den Krötenzaun auch auswertet. Das heißt, die Fangzahlen werden aufgeschrieben und die Fangzahlen, da freuen sich immer die unteren Naturschutzbehörden drüber, dass die so ein bisschen Rückmeldung bekommen, wie viele Tiere gibt es, oder die Biostation bei euch in der Nähe. Und somit leistet ihr nicht nur einen guten Naturschutzbeitrag, sondern helft natürlich auch den Leuten, den Wissenschaftlern, den Biologen, den Ökologen damit auch herauszufinden, wie viele Tiere gibt es dort in der Gegend. Und vielleicht auch eine Besonderheit, vielleicht ein Kammmolch auch mal da drin oder eine Geburtshelferkröte oder eine Knoblauchkröte. Es sind also an vielen Stellen auch Tierarten noch gar nicht so nachgewiesen vielleicht, und die könnt ihr dadurch ganz gut nachweisen. So ein Krötenzaun und auch die Materialien dafür könnt ihr über einen Naturschutzverein und über eine Naturschutzbehörde auch im Internet kaufen. Die sind relativ teuer, sind aber, wenn man die gut pflegt und gut hegt, auch lange haltbar. So ein Krötenzaun kann man locker 10 Jahre behalten, wenn man nicht mit dem Spaten unbedingt da Löcher hineinhaut, sondern so wie ich erklärt habe, mit den Fingern vorsichtig in die Erde steckt. Und so eine Wäscheklammer hält auch ewig und so eine Schnur auch ewig. Also von daher versucht's mal, probiert es aus, setzt euch für den Artenschutz, für den Naturschutz ein, unterstützt, gründet Facebook-Gruppen, die euch unterstützen, die Eimer zu entleeren, bildet die Leute auch ein bisschen aus, dass die wissen, wie sieht eine Erdkröte aus, ein Grasfrosch, unsere 4 Molcharten. Wie groß sollte so ein Krötenzaun sein? Das richtet sich immer nach der Anwanderung der Tiere. Ihr müsst also abends auch mal beobachten, von wo kommen die Tiere, wie weit ist quasi das Gewässer entfernt. Erdkröten können relativ weit wandern, Grasfische auch. Andere Arten wie Molche, Knoblauchkröten, Wechselkröten, die sind eher in Habitatnähe vom Laichgewässer zu finden. Aber schaut mal, da hinten sind zum Beispiel Laichgewässer, da sind ganz viele Teiche, Forellenteiche auch. Und so wie die Forellenteiche sind, sollte man ein bisschen den Zaun weiter nach oberhalb und weiterhalb unterhalb aufstellen. Und dann wandern die Tiere vom Wald aus hier über die Straße zu ihrem Laichgewässer. Wenn sie Glück haben, werden sie nicht überfahren. Ja? Das war jetzt mal eine lustige kleine Session. Aber ganz wichtig, also vom Waldgebiet aus wandern die über die Straße zum Laichgewässer. Und ihr solltet, wenn das Laichgewässer jetzt hier ist, den Krötenzaun wirklich vom Anfang, ein paar 100 Meter vielleicht weiter, bis zum Ende auch ein paar 100 Meter weiter, so wie ihr das schafft, aufstellen. Und dann könnt ihr schon echt vielen Tieren das Leben retten.